Hallo, ich bin Ian. Ich möchte euch meine Lieblingsbücher aus letztem Jahr 2022 vorstellen. Das erste Buch habe ich aus der Bücherhalle ausgeliehen und nicht selber. Das war Tales of Tenderness and Power von Bessie Head. Das habe ich im Februar gelesen im Rahmen vom Black History Month, in dem ich seit Jahren eigentlich nur Bücher von schwarzen AutorInnen lese. Das ist eine Sammlung von 21 Kurzgeschichten von der Autorin, die aus Botswana kommt. Und genau, wir haben so Kurzgeschichten, ist ja immer, manche gefallen mir besser als andere, aber insgesamt hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen. Damit zum nächsten Buch, Skin of the Sea von Natasha Bowen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich es mir gekauft habe. Und tatsächlich, ich lese normalerweise Bücher nicht doppelt. Dieses Buch habe ich letztes Jahr gleich zweimal gelesen. Es ist der erste Teil von einer, ich hoffe, zweiteiligen Bücherreihe. I don't know. Genau, und der Titel zeigte schon so ein bisschen, es geht ums Meer, und zwar geht es da um eine Mamiwata, also eine mehr oder weniger Meerjungfrau, und auch hier verliebt sie sich und so. Genau, aber was mir gut gefallen hat, war, dass es halt sehr viele verschiedene magische Wesen und Gottheiten da drin vorkommen, die halt aus verschiedenen Regionen vom afrikanischen Kontinent kommt. Also auf jeden Fall noch andere Aspekte in diese Geschichte reingebracht hat. Damit zum letzten Buch, in dem es um fiktionale Geschichten geht. Und es ist kein richtiges Buch, es ist ein Heft oder sowas. Queere Welten, herausgegeben von Judith Vogt, Lena Richter und Heike Knopp-Sullivan. Das ist so ein dünnes Büchlein, das regelmäßig erschien. Also das ist die Ausgabe 822. Und genau, enthält einige Kurzgeschichten, und mir haben nicht alle gleich gut gefallen, aber das ist halt von AutorInnen, die in Deutsch schreiben. Und das war ja mein großes Ziel letztes Jahr, mich endlich an diesen Bereich zu wagen und nicht immer so viel original englischsprachige Bücher zu lesen. Und genau, deswegen habe ich mich über dieses Heft sehr gefreut und habe dadurch euch andere Bücher gefunden und andere AutorInnen. Durch diese queere Welten-Geschichte habe ich dann auch ein Buch gefunden, über das ich mich sehr freue. Inhaltlich fand ich es für mich einfach interessant. Und zwar Role Inclusive, Diversität und Repräsentation im Rollenspiel. Ich habe ja 2021 mit Rollenspiel angefangen und genau, bin immer auf der Suche, wie so der Diskurs in Deutschland aussieht. Und das hat mir dieses Buch zumindest für vor ein paar Jahren auf jeden Fall nahegelegt. Ich fand sie von der Qualität der Beiträge unterschiedlich. Genau, aber es war auf jeden Fall, soweit ich es gesehen habe, der erste Ansatz im deutschen Kontext über Diversität zu schreiben. Im Rollenspiel halt. Ein anderes Buch, was ich auch für Rollenspiel gelesen habe und weil ich einfach Zeit hatte, das Buch zu lesen, ist Atlas der Meerjungfrauen, Wasserwesen aus aller Welt. Genau, da werden immer in kurzen Abschnitten so verschiedene Wasserwesen, Meerjungfrauen, Klabautermänner, was auch immer, beschrieben, so ihren Ursprung und ob sie den Menschen gut gesinnt oder negativ gesinnt waren. Also so eine ganz kurze Zusammenfassung von den Sagen und Geschichten um diese Wesen. Und genau, weil es ist einfach, ich fand es interessant, dass überall auf der Welt solche Wesen existieren. Und genau, die Illustration von dem Buch hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Es ist, glaube ich, also ich habe es aus der
Kinderabteilung von der Bücherhalle, aber auch ich habe sehr viel gelernt. Und damit zu den letzten beiden Büchern, das waren jeweils Autobiografien. Autobiografien sind ja so mit mein Lieblingsgenre, weswegen die einfach nicht fehlen dürfen. Ich habe so 2 Bücher, die zusammengehören. Einmal Oehibo, Weißer Sohn eines schwarzen Vaters von Anatol Ekbuna, und das zweite Buch trägt leider den Haupttitel, das N-Wort, und dann Schwarzer Sohn einer weißen Mutter. Genau, deswegen, ich habe es in der Bahn gelesen, habe ich sie überklebt, aber es sieht ungefähr genauso aus, bloß dass die Farben halt verdreht sind quasi. Und da beschreibt halt Anatol Ekbuna zuerst, wie er in Nigeria aufgewachsen ist. Und genau, da ist er krass misshandelt worden von seiner Stiefmutter hauptsächlich, aber sein Vater ja, hat es geduldet und mit teilgenommen an den Misshandlungen, und dann konnte er nach Deutschland fliehen. Darum geht es dann in dem zweiten Buch, was ich dieses Jahr dann oder letztes Jahr dann halt gelesen habe. Und genau, in Deutschland ging es nicht wirklich gut weiter. Interessant fand ich an diesen Büchern, dass obwohl das Autobiografien von Männern sind, tatsächlich Beziehungen sehr wichtig da drin sind, was oft nicht der Fall ist. Hier geht er auf die verschiedenen Beziehungen ein und genau, was er in ihnen gelernt hat oder ja, was die Probleme in den Beziehungen waren. Das fand ich sehr interessant. Und die letzte Autobiografie habe ich auch schon vorgestellt in einem Video. We Have Always Been Here von Samra Habib. Genau, das hat mir so gut gefallen, dass ich es gekauft habe. Hier erzählt die Autorin von, wie sie zu sich gefunden hat, also zu ihrer queeren Identität, und ja, hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt habe ich letztes Jahr nicht super wenig Bücher gelesen, habe ich jetzt so im Nachhinein gemerkt, aber ich habe mich sehr wenig auf die Suche nach guten Büchern begeben. Also ich habe wenig Zeit in die Recherche gesteckt. Dadurch war ich oft mit den Büchern, die ich gelesen habe, nicht so super zufrieden, und dadurch war ich dann nicht so motiviert zu lesen. Genau, also ich hoffe, dass ich jetzt dieses Jahr mir die Freude mache und wieder mehr recherchiere. Insofern, wenn ihr mir die Suche ein bisschen ersparen wollt und mir eure Lieblingsbücher oder eure Empfehlungen auf jeden Fall in die Kommentare schreiben wollt, würde ich mich sehr freuen. Damit war es das mit meinem kurzen Rückblick. Bis bald.